Okay, was wir hier sehen, ist eine stille, idyllische Winterszene mit einem alten Boot, der auf dem Ufer verankert ist. Das Boot und auch das Gras ist durch einen bläulich schimmernden Reif bedeckt, und dieses zentrale Element wird umrahmt durch das warme Licht der Morgensonne. Also das sieht man hier im Hintergrund als auch auf der Wasserreflexion. Und die Aufgabe wird sein, diesen schönen Farbkontrast in Darktable zu hervorheben. So, lass uns mal schauen, wie wir das mit der Darktable machen können. Wenn wir uns die Helligkeit des Bildes anschauen, sehen wir, dass das Bild ein bisschen dunkel ist. Das kann man sehr gut auch im Histogramm erkennen. Und was auch auffällt, ist, dass ganz helle Bereiche des Bildes eigentlich warme Farben sind. Also die Reflexion der Sonne. Und im dunkleren Teil des Bildes sind diese kältere Farben vorhanden. Und das könnten wir uns zunutze machen, um das Bild ein bisschen auszubalancieren, was es Helligkeit betrifft, indem wir Kanalmixer dafür verwenden. Wie machen wir das? Einige von euch, die aus der Zeit der analogen Fotografie kommen, erinnern sich sicherlich an die Farbfilter, die man bei Schwarz-Weiß-Aufnahmen verwendet hat, um eine bestimmte Stimmung zu erreichen. Und das kann man in Darktable mit Hilfe von Farbmixer machen. Und zwar so, indem man zuerst als Ziel Grau wählt und dann, wenn man einer von dem Farbregler verschiebt, aktiviert sich der Modul und wir schauen uns mal, was für Ergebnisse wir bekommen können. Also ich fing an einfach mit Rot. So. Und jetzt vergleichen wir das, indem ich Rot runternehme und Blau erhöhe. Man sieht, dass wenn ich blauen Regler hochgeschoben habe, dass diese blaue Anteile des Bildes heller wurden. Also nochmal, ich schiebe nochmal den Rot und man sieht, das wird heller. In unserem Falle wollen wir eigentlich Rot ein bisschen weniger haben und dafür aber ein bisschen mehr Blau. Ja, lass uns mal schauen. Also wir machen Rot ein bisschen weniger. Und jetzt haben wir eine bestimmte Stimmung. Aber was wir nicht wollen, wir wollen keine Schwarz-Weiß-Version haben. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Farben nicht verschwinden. Und das kann man mit Hilfe von Blend-Modi. Und dafür sind zwei geeignet. Einmal Helligkeit, Lightness, oder HSV-Lightness. Ich werde HSV-Lightness dafür nutzen. Und wie man sieht, jetzt haben wir wieder die Farbe. Und wir haben es geschafft, ein bisschen die wärmere Farben zu verdunkeln. Lass uns mal gucken, vorher und nachher. Und vielleicht erhöhe ich ein bisschen Grün noch dazu. Und Blau. Und jetzt haben wir die blaue Farbbereiche ein bisschen aufgehellt und die roten verdunkelt. Und das reicht jetzt aus für diesen ersten Schritt. Im zweiten Schritt geht es uns auch wieder um die Farben, allerdings nicht mehr um die Helligkeit, sondern um die Farbstimmung. Diese idyllische Szene erinnert mich ein bisschen an die Motive, die
oft verwendet werden in der Malerei. Und ich möchte gerne nach meiner eigenen Auffassung die Farbstimmung ändern. Also es geht auch nicht um die exakte Farbwiedergabe, wie man jetzt hier im Bild sieht, sondern um eine Farbstimmung, für die ich denke, könnte zu diesem malerischen Motiv passen. Und das möchte ich gerne wieder mit Kanalmixer machen. Und dafür brauchen wir eine neue Instanz. Und wir werden jetzt alle drei Farbkanäle versuchen zu verändern. Wir fangen mit Rot an und ich überlege, ob ich ein bisschen Rot erhöhe oder es so lasse. Vielleicht lasse ich erstmal Rot so wie es ist. Das wird mir zu rotlich. Und gehe auf Grün und schaue, was passiert, wenn ich zum Beispiel roten Anteil des Grünkanals ein bisschen runternehme. Es ist ähnlich wie wenn ich das Rot verändert habe. Ich lasse es kurz und schaue, was passiert, wenn ich noch ein bisschen Blau da hinzufüge. Ja, das wird jetzt so ein bisschen grünlich. Und was passiert, wenn ich blauen Kanal noch beeinflusse, indem ich vielleicht Rot wieder verschiebe? Ja, es wird so ein bisschen orangene Stimmung und in wärmeren Farbbereichen, die werden ein bisschen grünlich. Dann schiebe ich nochmal Grün hoch, vielleicht ein bisschen weniger Blau. Ja, lass uns mal schauen, wo könnte es passen. Vielleicht so, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Rot runter. Ja, das sieht ein bisschen so, wie ich mir vorstelle. Ich gucke noch mal ein bisschen, spiele noch mal ein bisschen mit Kanälen. Ja, vielleicht sowas in der Art. Also, dass die gesamte Szene so ein klein bisschen grünlichen Touch bekommt. Mit diesen roten Anteilen umherum. Ja, ich lasse es erstmal so und wir schauen, was wir als nächstes machen. Das Bild sieht ein bisschen flach aus und entsprechend möchte ich gerne Kontrast ein bisschen erhöhen. Das mache ich mit Farbbalance-Modul. Ich schaue mal, wie weit wir gehen können. Vielleicht so viel, weil hier sieht man schon, in diesem Bereich wird das Bild überbelichtet. Also wir lassen es erstmal so und schauen, wie es weitergeht. Wir können jetzt auch Lokalkontrast ein bisschen erhöhen, und zwar im vorderen Bereich, also dort, wo sich ein Boot befindet, und im hinteren Bereich ein bisschen weniger Kontrast haben. Und das machen wir mit Kontrast Equalizer. Zuerst erhöhe ich ein bisschen Kontrast im vorderen Bereich. So in etwa. Okay. Und das möchte ich gerne begrenzen mit Hilfe einer gezeichneten Maske. Ich muss erstmal Snapshots ausschalten. Vielleicht so, lass uns mal gucken. Ja. Das kann ein bisschen höher stellen. Und schauen vorher und nachher. Ja, das sieht gut aus. Und im nächsten Schritt machen wir lokalen Kontrast, also machen wir weniger lokalen Kontrast im Hintergrund, in dieser Umrahmung. Und dazu brauchen wir eine neue Instanz. Und ja, sowas.
So viel vielleicht. Hier, wo die grobe Teile sind. Ja, so. Und dafür verwenden wir wieder die Maske. Wir wollen einfach das schützen. Ich mache nochmal eine Maske dazu. Und invertiere die Polarität der Maske, so dass Vordergrund unbeeinflusst wird. So, wie sieht das jetzt aus? Ja, also jetzt haben wir so eine Art Tiefenschärfe-Effekt erreicht. Und ja, es sieht viel besser aus. Und wir schauen, was wir als nächstes machen. So, wir gehen nochmal zurück zur Farbbalance und spielen nochmal ein bisschen mit Farben. Ich möchte gerne, dass diese rote Farben noch mehr zum Ausdruck kommen. Das kann man hier mit Hilfe vom Faktor von Power machen. Also ich stelle einfach die Hue auf Orange und erhöhe ein bisschen Sättigung. Und das werde ich auch für Slope machen, also für Spitzlichter. Ja, und erhöhe ein bisschen die Sättigung an sich und schaue, wie es aussieht. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, was passiert, wenn ich noch ein bisschen mehr Orangeton erhöhe. Ja, das gefällt mir. Ich lasse es erstmal so. Wir werden jetzt noch braunen Ton hier ein bisschen aufhellen. Das machen wir mit Color Lookup Table Modul. Ganz einfach, braun ist schon voreingestellt und wir erhöhen ein bisschen die Helligkeit. Mal gucken, wie weit es Sinn macht. Ja, vielleicht so. Jetzt sieht man ein bisschen auch, die Reflexion wird ein bisschen aufgehellt. Und im nächsten Schritt möchte ich gerne nochmal Kontrast in der Reflexion ein bisschen erhöhen. Das mache ich auch mit Farbbalance. Diesmal eine neue Instanz. Und ich schaue, wo sich Farbbalance befindet. Ist der ganz oben? Ja. Okay, wir machen jetzt eine Maske zuerst. Eine gezeichnete Maske. Und zwar nur über den Bereich, den wir gerne beeinflussen möchten. Boot vielleicht nicht. Vielleicht so. Und jetzt erhöhen wir ein bisschen Kontrast, so dass die Reflexion ein bisschen mehr zu Ausdruck kommt. Ja, vielleicht reicht das. Jetzt schauen wir uns mal vorher und nachher an. Ja, das sieht viel schöner aus. Jetzt möchte ich gerne nochmal Hauptmotive ein bisschen aufhellen. Und das mache ich wieder mit Farbbalance. Und zwar neue Instanz. Auch wieder mit der Maske. Natürlich gezeichneten Maske. Und schauen wir, womit man das am besten machen kann. Vielleicht mit der Power-Funktion. Ja, so ein bisschen. Und ich erhöhe ein bisschen Kontrast nochmal dazu.
Wir haben hier Überbelichtung, aber das stört uns erstmal nicht. Das können wir dann nachträglich nochmal verbessern. Mir geht es erstmal nur darum, den Hauptmotiv genug aufzuhellen, dass er hervorkommt. So, lass uns mal schauen. Vielleicht die Anzeige mal ein bisschen ausschalten, um es besser zu sehen. Ja. Ja, das sieht sehr gut aus. So, jetzt kümmern wir uns noch um die überbelichtete Teile auf dem Boot, also diese überbelichtete Ränder. Und das machen wir mit Tone Equalizer. Wir schauen erstmal, wo er sich in der Pixelleitung befindet und verschieben ihn ganz oben, so dass er am Ende der Pixelleitung steht, und schalten die Maske an. Ja, die ist ja fast schon gut. Vielleicht kann man sie ein bisschen verbessern. Entschuldigung. Nee, das ist zu weit, das ging zu weit. Okay, lass uns mal schauen, was wir damit machen können. Wir haben jetzt nicht so viel Spielraum, aber vielleicht funktioniert das. Okay, ich schalte erstmal die Anzeige aus und gehe Maskenanzeige und schalte wieder die Überbelichtungsanzeige an und schaue, wie weit wir gehen können. Ja, das ist ein bisschen... Das sieht nicht sehr gut aus, weil wir auch die anderen Bereiche damit mit beeinflussen. Ich schaue nochmal, was man da noch machen könnte mit der Maske. Ich erhöhe es nochmal. Ah, vielleicht so rum. Noch alles rugelig. Schalten wieder Maske an und gucken, ob wir ein bisschen mehr Raum hier gewinnen. Ja, vielleicht jetzt. Nee, das ist noch nicht sehr gut. Okay, vielleicht so. Ja, jetzt geht's. Das haben wir jetzt geschafft. Allerdings möchte ich diese Feathering nicht so stark haben. Oder doch? Nee, Quatsch, umgekehrt. Lass uns mal die Feathering runternehmen. Wir spielen jetzt ein bisschen mit den Werten und schauen, was eigentlich am besten. Nee, Filterdiffusion bringt nicht sehr viel. Nehmen wir ein bisschen weniger. Ja, okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, das ist in Ordnung so. Die Anzeige aus, um zu schauen vorher und nachher. Was wir noch machen können, das wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht maskieren wir einfach Boot nur. Wieder mit so einer gezeichneten Maske. Und reduzieren. Den Übergang ein bisschen weniger. Und jetzt nochmal vorher und nachher schauen. Ja. Also sieht gut aus. Okay. Diese Überbelichtung hier stört mich jetzt nicht. Ist nicht sehr viel. Und auch wenn es weiß bleibt, ist sie nicht so schlimm. So. So, das war's jetzt mit dem Tone Equalizer. Ich finde, Bild sieht schon ziemlich gut aus. Ich werde noch am Ende die
Sättigung ein bisschen erhöhen. Das mache ich mit Velvia-Modul. Ich erhöhe ein bisschen den Wert. Ja, so in etwa. Und am Ende schalte ich noch Dunstentfernungsmodul an. Ja, weil er ein bisschen Lokalkontrast erhöht auf eine angenehme Art und Weise. Und das war's schon. Jetzt können wir uns mal vorher und nachher anschauen. Ich gehe zu der Mosaik. Das war ein Schritt, bevor ich Bearbeitung gestartet habe. Dann Vollbildmodus. Mache einen Snapschuss. Wieder zurück, um Snapschuss anzuschalten. Und dann gehe ich auf den letzten Schritt und wieder Vollbild. Und wir können uns mal vorher und nachher anschauen. Ja, wie ihr seht, das sind jetzt keine natürlichen Farben mehr, aber ich fand diese idyllische Szene so malerisch und ich wollte ein bisschen die Farben so gestalten, wie ich denke, dass es irgendwie angenehmer aussieht. Also mir ging es gar nicht jetzt bei dieser Bearbeitung um die Echtheit der Farben. Und wie man sieht, also zumindest nach meiner Auffassung, finde ich das Bild jetzt sehr angenehm. So, das war's für heute und wir sehen uns nächstes Mal.